addieren, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Ne? So, schreiben wir sie erstmal ab. A6, 1 plus 2 plus 3 plus plus, wir fügen mal noch ein paar Zwischenschritte rein, plus, sagen wir 48, plus 49, plus 50, plus 51, plus 52, Punkt, plus 99, plus 100. So, was können wir uns hier überlegen? Die Zahlen von hier, von 1 bis 50, das sind 50 Zahlen bis dahin. Und von 51 bis 100, das sind auch nochmal 50 Zahlen. Okay, was wäre denn, wenn wir hier das Assoziativgesetz anwenden auf 50 plus 51? Dann wenden wir das Kommutativgesetz an. Die 52 wird vertauscht mit den beiden, das heißt 52 kommt zu 49 und so weiter. Die 53 kommt zu 48 und die 99 kommt zu 2 und die 100 kommt zu 1. So, was wäre denn, wenn wir das hätten? Dann hätten wir hier eine Summe von 101, 49 plus 52 gibt auch wieder 101, 99 plus 2 gibt 101 und 100 plus 1 gibt ebenfalls 101. Aber das sieht gar nicht mal so ungeschickt aus. Wollen wir mal diesen Schritt gehen. Also erstmal Kommutativgesetz anwenden, 1 plus 100 plus 2 plus 99 plus 3 plus 98 plus und so weiter plus, was habe ich gesagt, 48 plus 53 plus 49 plus 52 plus 50 plus 51. So, jetzt hätten wir das Kommutativgesetz angewendet und das letzte zum ersten gebracht, das vorletzte zum zweiten gebracht, die drittletzte Zahl zur dritten gebracht und so weiter. Jetzt wenden wir das Assoziativgesetz an und klammern, so wie es uns am geschicktesten erscheint. So, und dann haben wir hier 50 Summanden. Warum 50? Weil wir immer zwei Zahlen zusammenfügen und wir haben gesagt, von 1 bis 50 sind 50 Zahlen und von 51 bis 100 sind auch 50 Zahlen. Wenn wir jetzt immer zwei zusammenfassen zu einem Summanden, dann haben wir 50 von diesen Summanden. Und alle 50 geben in der Summe, das ist 101, das ist 101, das ist 101 und so weiter. Und die da hinten sind auch alle 101. Das heißt, da kommt jetzt raus 50 mal 101, 50 mal 101 und lasst uns hier noch das Distributivgesetz anwenden auf die 50. Dann hätten wir 5 mal 10, also nicht das Distributivgesetz, Entschuldigung, wir spalten einfach nur die 50 in 5 mal 10. Wir brauchen kein Distributivgesetz. 5 mal 10
mal 101. Und dann wenden wir einfach das Assoziativgesetz an. Wir haben einfach nur die 50 in 5 mal 10 gespalten. Und dann wenden wir zuerst das Kommutativgesetz wenden wir hier an. Wir tauschen die 10 und die 101. Dann ist das 5 mal 101 mal 10. Dann wenden wir das Assoziativgesetz an. Dann ist das 505 mal 10. Und jetzt hängen wir die 0 von der 10 noch da dran. Und dann haben wir als Ergebnis 5050. So, ja, das ging ja dann am Ende doch ein bisschen schneller, als wenn wir die alle einzeln aufgezählt hätten. Okay, damit sind wir mit den ersten Übungsaufgaben fertig. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und die Übungen haben auch Spaß gemacht. Und wir starten gleich mit der zweiten Reihe der Übungsaufgaben.